Willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video soll es um Geschenkideen für kreative Leute gehen, die auch gerne ausmalen. Und manchmal möchte man ja nicht so direkt fragen, was wünschst du dir oder kannst du mir einen Link schicken zu Sachen, die du dir wünschst, sondern man möchte schon zeigen, dass man aufmerksam ist, dass man sich für die Person interessiert. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Video einige Ideen weitergeben kann. Ich rate euch sehr, das mache ich zum Beispiel, einfach mal genau zuzuhören, was die Person vielleicht über ihr Hobby erzählt und sich über das Jahr verteilt Notizen macht. Das kann einem sehr helfen. Aber dennoch mache ich dieses Video für euch, um ein paar Ideen weiterzugeben. Viel Spaß dabei und ich hoffe, ihr könnt einiges mitnehmen. Bis dann! So, fangen wir mal mit den kleineren Geschenken an. Und zwar kann dieses Geschenk als kleine Aufmerksamkeit für zwischendurch genommen werden oder als Oster- oder Nikolausgeschenk oder vielleicht auch als Wichtelgeschenk. Und zwar könnt ihr Stifte passend zu einer Farbpalette kaufen. Diese Farbpalette kann aus dem Internet rausgesucht sein oder es kann vielleicht von einem Bild stammen, das euch miteinander verbindet. Das ist ganz egal. Die Stifte, die ihr kauft, können Stifte sein, die sie vielleicht noch nicht hat. Oder wenn ihr nicht wisst, welche Stifte sie hat, dann kauft einfach Stifte, die euch ins Auge fallen. Ich habe immer gerne Ersatzstifte, deswegen, wenn mir was doppelt geschenkt wird, macht es mir auch eigentlich überhaupt nichts aus. Und ich denke, so geht es den meisten, die Buntstifte haben und wissen, wie schnell die weggespitzt werden. Dann könnt ihr noch ein Freebie von einer Website bekannter Künstler zum Beispiel ausdrucken, wie Joanna Basford, Millie Marotta oder Leila Dooley zum Beispiel. Wichtig ist nur, dass ihr das Ganze auf gutem Papier ausdruckt, damit auch das Malen hinterher Spaß macht. Wenn ihr keinen Drucker zu Hause habt, Copyshops gibt es eigentlich auch in jeder kleineren Stadt. Und wenn ihr wisst, dass sie besonders gerne Zeichenpapier benutzt und es auch zu Hause hat, dann könnt ihr euch vielleicht ein Blatt davon stibitzen und das Ganze auf ihrem Lieblingspapier ausdrucken. Das als kleiner Starter, da habt ihr ein bisschen Zeit investiert und es ist ein echt persönliches, schönes Geschenk und jeder wird sich drüber freuen, da bin ich mir sicher. Das Hobby des Ausmalens hat viele Verbrauchsmaterialien, die regelmäßig ersetzt werden müssen, wie zum Beispiel Anspitzer. Die sollte man regelmäßig ersetzen, weil die Stifte sonst dazu neigen, zu splittern in dem Anspitzer oder die Minen brechen leichter ab. Bei den Anspitzern sollte man darauf achten, dass er für alle Stifte geeignet ist, sowohl für die dickeren Stifte als auch für die dünneren Stifte. Genauso gibt es zum Beispiel Blenderstifte, die man regelmäßig braucht. Die Blenderstifte von Lyra, Caran d'Ache oder Koh-i-Noor sind gute Optionen. Genauso gibt es Radiergummi, die man ersetzen muss oder die sich schnell aufbrauchen. Da würde ich darauf achten, dass man gute Radiergummis kauft, die auch nicht die Farbe übers Papier schmieren. Wie zum Beispiel die Radiergummi von Faber-Castell, wo es sogar ein Stifte-Radiergummi gibt, der auch die feinen Details wegradiert. Des Weiteren gibt es Bleistifte, Blöcke, alles Mögliche, was man so braucht und was regelmäßig dazu gekauft werden muss. Wie schon eben erwähnt, sind zum Beispiel auch Blöcke Verbrauchsmaterialien. Ob Aquarellblöcke oder Zeichenblöcke für Buntstifte, das ist egal. Je nachdem, was die Person am liebsten benutzt. Viele Künstler sind auch festgefahren in der Wahl ihres Papiers, aber vielleicht ist es auch gut, mal was anderes auszuprobieren und man lässt sich inspirieren durch dieses Geschenk. Genauso sind Schablonen zum Beispiel ein tolles Geschenk. Sie wirken oft Wunder für Hintergründe und helfen ungemein bei bestimmten Projekten. Malbücher sind etwas, worüber ich persönlich mich sehr freuen würde. Es ist nicht schlimm, wenn ich ein Malbuch doppelt geschenkt bekomme, dann habe ich umso mehr Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren, aber dennoch gibt es einige Malbücher, die ich vielleicht noch auf meiner Liste habe und gerne kaufen würde. Und ich denke, so geht es jedem. Wenn ihr euch unsicher seid, welches Malbuch eure Liebsten schon besitzen, dann könnt ihr entweder bei ihnen stöbern und gucken, was sie haben oder was nicht.
Oder ihr könnt ein Malbuch von unbekannteren Künstlern kaufen, die nicht so sehr im Internet gehypt werden. So ist die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit, dass die Person das Buch schon besitzt, geringer. Nur würde ich schon darauf achten, dass das Papier des Buches etwas hochwertiger ist, weil das ist zum Beispiel etwas, was mir wichtig ist, dass es kein dünnes Kopierpapier in dem Malbuch ist, sondern schon gutes, dickes Papier, worauf es auch Spaß macht zu malen. Wo wir schon bei dem Thema Bücher sind, es gibt unglaublich viele tolle Bücher, die einem helfen, seine Technik zu verbessern. Gerade wenn man es etwas ernster meint, so wie ich zum Beispiel, und gerne an seiner Technik arbeitet, dann sind solche Hilfsbücher einfach toll. Ich kann diese beiden Bücher hier wärmstens empfehlen, ob für Buntstift oder Aquarell, ob man seine Technik verbessern möchte oder was Neues lernen möchte. Beide Bücher sind eine tolle Hilfe dafür. Und es gibt auch in eurem Buchhandel in der Nähe oder auch im Internet unglaublich viele andere Bücher, die einen an die Hand nehmen und einem helfen, an sich zu arbeiten. Und es macht auch Spaß, die Übungskapitel durchzugehen und die Erfolge zu sehen. Ihr seid beide kreativ und wollt etwas zusammen unternehmen, dann wäre ein Workshop vielleicht die Antwort für euch. Egal ob Öl, Aquarell, Acryl, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten und bestimmt auch in eurer Nähe. Googelt einfach mal, was so in eurer Umgebung angeboten wird. Wenn es etwas günstiger sein soll und der Spaßfaktor noch mehr hochgedreht werden soll, dann ist vielleicht ein Do-it-yourself-Projekt die Antwort dazu. Schaut einfach mal bei YouTube nach. YouTube ist immer eine Quelle der Inspiration. Sucht euch ein Do-it-yourself-Projekt aus und lasst die Farben entweder im Garten oder im Schuppen oder auch sonst wo fließen und habt Spaß zusammen. Das ist die Hauptsache. Und die Erinnerung daran ist es allemal wert. Eure Liebsten beschweren sich darüber, dass sie zu wenig Stifte haben oder dass ihnen bestimmte Farbtöne fehlen. Vielleicht könnt ihr da Abhilfe schaffen. Es gibt sehr viele gute Stiftemarken, die trotzdem günstig sind, wie zum Beispiel Arteza, Castle Art oder Crayola. Auch wenn da vielleicht einige Farben dabei sind, die die Person schon besitzt, sind da bestimmt auch viele Farben dabei, die sie noch nicht besitzt. Und so kann man die Farben, die doppelt sind, als Backup benutzen und freut sich umso mehr um die neuen Farbtöne, die dazugekommen sind. Man muss nicht viel Geld für gute Stifte ausgeben. Es gibt auch die kleinen Schätze, die leider zu oft unbemerkt oder unerwähnt bleiben. Die zu beschenkende Person malt gerne mit Aquarell. Auch da gibt es einiges, was man dazu schenken kann. Papier braucht man immer. Vielleicht hat sie noch nie Aquarellstifte ausprobiert. Das wäre eine Idee. Oder eine besondere Farbpalette mit wunderschönen Farben, eine neue Mischplatte oder neue Pinsel, die man immer gut gebrauchen kann, weil auch die öfter mal den Geist aufgeben. Oder ein Buch, in dem man seine Technik verbessern kann. Auch zum Thema Aquarell gibt es einige Sachen, die man dazu kaufen kann und die die Person eventuell noch nicht besitzt. Die Person probiert gerne neue Dinge aus. Da gibt es eine große Auswahl, wie zum Beispiel die Posca Paint Marker, Alkoholmarker und noch mehr Alkoholmarker. Dann gibt es auch schwarze Feinliner, mit denen man zusätzlich noch was in das Bild reinzeichnen kann. Pastellkreiden für Hintergründe, Feinliner, um kleine Akzente zu setzen, Aquarell- oder Pastellstifte für Hintergründe oder sonstiges. Es gibt einfach so unglaublich viele kleine Sachen, mit denen man sein Bild aufpeppen kann und die man dazu kaufen kann. Also informiert euch, was die Person hat und greift zu. Eine Artbox ist zum Beispiel eine weitere Geschenkidee. In solchen Boxen ist eine Auswahl von Kunstmaterialien enthalten und Beschreibungen, wie man diese Materialien einsetzen kann, zu einem bestimmten Projekt zum Beispiel. Leider gibt es in Deutschland keine große Auswahl von diesen Artboxen. Ich werde euch aber ein paar unten in der Infobox verlinken.
Man kann die einzeln kaufen, man kann aber auch Abos abschließen, je nachdem, was man so im Sinn hat. Also schaut einfach mal rein. So, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps geben mit Dingen, die man kreativen Malfreunden schenken kann. Ich werde alle Sachen unten in der Infobox verlinken. Schaut einfach mal rein, klickt euch durch und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ihr noch Vorschläge und Tipps habt, was man sonst noch schenken kann, schreibt es unten auf jeden Fall in die Kommentare. Vielleicht gibt es dann zur Weihnachtszeit ein Zusatzvideo mit noch Dingen, die ich vergessen habe und die ich auf jeden Fall noch erwähnen sollte. Und als kleiner Tipp am Rande, wenn ihr euch wirklich unsicher seid mit dem Geschenk, kauft es doch in eurem lokalen Mal- und Bastelgeschäft und legt den Kassenbon in einem separaten Umschlag mit dazu. Wenn es der Person wirklich nicht gefällt oder sie die Sachen schon hat, dann kann sie sich von dem Geld wenigstens was Neues aussuchen und die Sachen liegen nicht rum. So, ich freue mich, eure Kommentare zu lesen und man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dann!